Jonas, ich habe gestern fast geweint. Nicht wegen Liebe, wegen WLAN. Willkommen in Deutschland. Emotionen wegen Internet sind hier ganz normal. Es war so schlimm. Ich wollte nur ein Video hochladen und dann nichts. Nur dieses kleine Zeichen, kein Internet. Das Zeichen ist wie ein stiller Horrorfilm. Und dann stand da Störung. Das Lieblingswort von jedem Anbieter. Neues Wort, die Störung. Wenn etwas nicht funktioniert, zum Beispiel Internet oder Telefon. Beispiel. Wegen einer Störung funktioniert mein Internet nicht. Ich dachte zuerst, ich habe etwas falsch gemacht. Vielleicht habe ich das WLAN beleidigt. Nein, in 80% der Fälle ist es einfach Technik. In 20% ist es der Router, der dich persönlich hasst. Und ich war gestern genau diese 20%. Mein erster Schock war nicht die Störung. Mein erster Schock war der Vertrag. Oh ja. Vertrag in Deutschland ist wie eine Beziehung. Ernst, lang und schwer zu beenden. Exakt. Ich wollte nur Internet. Ich bekam 24 Monate Verpflichtung. Neues Wort. Der Vertrag. Ein offizielles Papier oder eine Vereinbarung mit Regeln. Beispiel. Ich habe einen Vertrag für Internet zu Hause. Und dann die Frage, wie viel kostet das? Und dann, warum kostet es jetzt weniger, aber später mehr? Willkommen bei Angebot für Neukunden. Erst freundlich, dann normal. Ich dachte, warum ist Deutschland so romantisch mit Verträgen? Nicht romantisch, strukturiert. Ich musste auch lernen, Handyvertrag, Internetvertrag, alles Vertrag. Ja, und oft ist ein Vertrag mit Kündigungsfrist. Was? Das bedeutet, du musst früh genug sagen, dass du kündigen willst. Neues Wort. Die Kündigungsfrist. Die Zeit, die man vorher einhalten muss, bevor man kündigt. Beispiel. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat. Ich habe am Anfang gedacht, ich kann jederzeit wechseln. Süß. Jonas. Ich meine, naiv, aber verständlich. Viele lernen es so. Dann kam ich auf die Idee, ich kündige einfach. Und dann stand da, nur schriftlich. Natürlich. Deutschland liebt Papier. Neues Wort. Kündigen. Offiziell sagen, dass man einen Vertrag beenden will. Beispiel. Ich möchte meinen Handyvertrag kündigen. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich muss einen Brief an meinen Router schreiben. Lieber Router, es liegt nicht an dir. Okay, doch, es liegt an dir. Und dann gibt es diese Wörter. Tarif, Datenvolumen, Flat. Ja, Tarif ist dein Plan. Datenvolumen ist, wie viel Internet du unterwegs hast. Flat heißt unbegrenzt oder zumindest fast. Neues Wort. Der Tarif. Ein Preisplan, zum Beispiel für Handy oder Internet. Beispiel. Ich habe einen günstigen Tarif mit 10 Gigabyte. Neues Wort. Das Datenvolumen. Menge an mobilem Internet, die man benutzen kann. Beispiel. Mein Datenvolumen ist schon aufgebraucht. Mein Lieblingsmoment. Du bist draußen, willst Google Maps benutzen und plötzlich ist dein Datenvolumen leer. Dann gehst du wie ein Mensch aus dem Jahr 1998 durch Berlin und fragst Leute nach dem Weg. Das ist auch ein Kulturerlebnis. Ja, aber ein anstrengendes. Und wenn du zu Hause kein Internet hast, denkst du, okay, ich rufe den Kundenservice an. Und dann lernst du das nächste Wort. Hotline. Neues Wort, die Hotline. Eine Telefonnummer, bei der man Hilfe bekommt. Beispiel. Ich rufe die Hotline an, weil mein Internet nicht geht. Hotline klingt immer so, als wäre es sofort heiß und schnell. In Wirklichkeit ist es oft Warteschleife, Musik, bitte bleiben Sie dran. Diese Musik macht mich aggressiv. Mich auch. Und irgendwann kannst du sie auswendig mitsingen. Neues Wort, die Warteschleife. Wenn man am Telefon warten muss, bis jemand antwortet. Beispiel.
Ich hänge schon 10 Minuten in der Warteschleife. Und dann kommt dieser Satz. Bitte halten Sie Ihre Kundennummer bereit. Kundennummer, die du natürlich gerade nicht findest. Genau. Ich suche in meinen Mails, in meinen Notizen, in meiner Seele. Das ist der Moment, wo Systemmenschen wie ich gewinnen. Du hast alles in einem Ordner, oder? Natürlich. Ordner, Verträge. Unterordner, Internet. Unter Unterordner, Kundennummer. Ich hasse dich ein bisschen. Danke. Neues Wort. Die Kundennummer. Eine Nummer, mit der ein Unternehmen dich erkennt. Beispiel: Ich gebe meine Kundennummer am Telefon durch. Wenn dann endlich jemand dran ist, muss man ruhig sprechen. Ja, und klar. Ich habe eine Störung. Mein Internet funktioniert nicht. Und dann fragen sie, haben Sie den Router schon neu gestartet? Die berühmteste Frage der Technik. Neues Wort. Neu starten. Etwas aus- und wieder einschalten. Beispiel: Ich starte den Router neu, dann geht es oft wieder. Und manchmal funktioniert es wirklich. Leider ja. Man fühlt sich dann gleichzeitig dumm und erleichtert. Aber manchmal funktioniert es nicht. Und dann beginnt das Drama. Dann bekommst du ein Ticket. Ticket? Ich dachte, wir sind nicht im Kino. Ticket heißt, deine Störung ist im System. Neues Wort. Das Ticket. Eine Nummer oder ein Fall im System für ein Problem. Beispiel: Ich habe ein Ticket für die Internetstörung. Und dann sagen sie, wir melden uns. Der Satz ist gefährlich. Ja, weil du wartest und wartest und dann passiert nichts. Deshalb ist Rückruf wichtig. Neues Wort. Der Rückruf. Wenn dich jemand später zurück anruft. Beispiel: Ich warte auf einen Rückruf vom Kundenservice. Ich sage dann, können Sie mich bitte zurückrufen? Sehr gut. Und noch besser, wann ungefähr? Weil sonst ist es wie ein Versprechen im Nebel. Genau. Und dann kommt manchmal eine SMS. Techniker kommt zwischen 8 Uhr und 18 Uhr. Das ist mein Lieblingsfenster. Ein ganzer Tag, sehr präzise. Ja, super. Ich liebe es, den ganzen Tag zu Hause zu sitzen wie eine Pflanze. Neues Wort: Der Techniker. Eine Person, die Geräte und Internet repariert. Beispiel. Der Techniker kommt morgen und prüft den Anschluss. Dann reden wir über Rechnungen. Oh ja. Rechnung ist das Papier, das dich daran erinnert, dass du erwachsen bist. Ich hatte einmal eine Rechnung und sie war höher als erwartet. Klassiker. Einmalige Anschlussgebühr. Ich habe dieses Wort gehasst. Anschlussgebühr. Es bedeutet, du zahlst extra, weil du starten willst. Willkommen. Neues Wort. Die Rechnung. Ein Dokument mit Preisen, das zeigt, wie viel du zahlen musst. Beispiel: Ich prüfe die Rechnung jeden Monat. Ich habe dann angerufen und gesagt, warum ist das so teuer? Und sie so: Das steht im Vertrag. Natürlich, immer steht es im Vertrag. Vertrag ist das heilige Buch. Ich habe gelernt, immer prüfen, immer Screenshots machen. Und immer E-Mails speichern. Jonas, du bist wirklich ein kleines Archiv. Danke, das ist mein Talent. Neues Wort. Prüfen. Etwas kontrollieren, ob es stimmt. Beispiel: Ich prüfe die Rechnung, bevor ich bezahle. Jetzt. Handyvertrag. Viele fragen, Prepaid oder Vertrag? Prepaid ist flexibel. Vertrag ist oft günstiger pro Monat, aber länger gebunden. Neues Wort. Prepaid. Man lädt Geld vorher auf und hat keinen langen Vertrag. Beispiel: Ich nutze Prepaid, weil ich flexibel sein will. Ich hatte am Anfang Prepaid. Es hat mir Sicherheit gegeben. Ich hatte Vertrag, weil ich dachte, ich bleibe lange. Und dann kam die Realität. Umzug, neues WLAN, neuer Stress. Umzug ist der Endgegner für Internet. In Deutschland musst du oft auch deine Adresse ändern und den Vertrag mitnehmen oder neu machen. Und manchmal sagen sie, an ihrer neuen Adresse geht das nicht. Dann weinst du wieder. Richtig. Neues Wort. Der Umzug. Wenn man in eine neue Wohnung zieht.
Beispiel: Beim Umzug brauche ich neues Internet. Und dann lernst du, was kündigen wirklich bedeutet. Und du lernst, wie wichtig Fristen sind. Ja, Fristen sind überall. Deutschland, Land der Fristen. Kleines Basics-Modul, aber ganz natürlich. Was sagst du beim Kundenservice? Guten Tag, ich habe eine Störung. Mein Internet funktioniert seit gestern nicht. Ich habe den Router neu gestartet. Können Sie das bitte prüfen? Ich brauche einen Rückruf. Können Sie mir die Rechnung erklären? Ich möchte meinen Vertrag kündigen. Das sind Sätze, die du brauchst, wenn du müde bist und schon dreimal „Bitte bleiben Sie dran" gehört hast. Genau. Neues Wort. Der Kundenservice. Abteilung, die Kunden bei Problemen hilft. Beispiel: Der Kundenservice hilft mir bei der Störung. Und wenn du nett sein willst, sagst du: Könnten Sie mir bitte helfen? Nett sein hilft. Aber manchmal hilft auch klar sein. Ja, nicht aggressiv, aber klar. Genau. Und wenn du irgendwann keine Lust mehr hast, sagst du: Ich möchte das schriftlich. Sehr stark. Dann kommt oft eine E-Mail. Neues Wort. Schriftlich. In Textform, nicht nur am Telefon. Beispiel: Bitte schicken Sie mir das schriftlich per E-Mail. Ich finde, das ist auch ein Kulturmoment. In Deutschland ist alles sehr offiziell. Ja, viel per Brief, viel per Mail, viel mit Nummern. In meinem Heimatland geht vieles schneller über WhatsApp oder einfach direkt im Laden. Hier ist es eher Formular, Vertrag, Bestätigung. Aber wenn man es einmal versteht, ist es okay. Ja, dann nutzt du das System, statt gegen es zu kämpfen. Und du fühlst dich plötzlich richtig erwachsen. Bis zum nächsten Ausfall. Genau. Und wenn das Internet wieder geht, fühlst du dich wie: Ich habe gewonnen. Das ist ein sehr modernes Erfolgserlebnis. Neues Wort: Der Anschluss. Die Verbindung, zum Beispiel für Internet in der Wohnung. Beispiel. In meiner Wohnung ist der Anschluss im Wohnzimmer. Noch ein Klassiker: Kündigung per Brief. Ja, du schreibst: Hiermit kündige ich fristgerecht und fühlst dich wie ein Anwalt. Und dann wartest du auf die Bestätigung. Bestätigung ist wichtig, sonst ist es nur ein Wunsch. Neues Wort: Die Bestätigung. Eine Nachricht, dass etwas akzeptiert wurde. Beispiel. Ich habe eine Bestätigung per E-Mail bekommen. Und wenn du keine Bestätigung bekommst, rufst du wieder an. Warteschleife. Musik. Dein neues Hobby. Ich habe inzwischen das Gefühl, die Hotline kennt meine Stimme. Ah, Lena wieder. Die mit dem Router. Genau, aber ich muss sagen, manche Mitarbeiter sind wirklich nett. Ja, wenn du freundlich bleibst, wird es oft besser. Und manchmal brauchst du einfach Geduld. Geduld und Screenshot. Jonas, du bist wirklich ein Guru. Heute fühle ich mich sicherer. Ich verstehe Verträge besser. Ich weiß, was kündigen heißt. Ich weiß, wie man eine Störung meldet. Und du weißt, dass der erste Satz am Telefon wichtig ist. Klar sagen, was los ist. Und ich weiß, wenn ich langsam und ruhig spreche, bekomme ich auch ruhig Hilfe. Genau, du musst nicht perfekt sein. Du musst nur verständlich sein. Und wenn alles funktioniert, ist das Leben so leicht. Das ist die Illusion. Aber ja, Internet ist heute wie Wasser. Man merkt es erst, wenn es weg ist. Wow, das war poetisch. Ich kann auch, wenn ich will. Schreib das in deinen Vertrag. Jonas kann Poesie. Kündigungsfrist. Niemals. Jetzt eure Frage. Was war euer schlimmster Moment mit Internet, Handyvertrag oder Kundenservice in Deutschland? Warteschleife? Rechnung? Kündigung? Oder Datenvolumen plötzlich leer? Schreibt es in die Kommentare und sagt uns, welche Wörter braucht ihr am dringendsten? Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Podcast. Dann hören wir uns beim nächsten Alltagsthema auf Deutsch. Bis dahin, speichert eure Kundennummer. Und bleibt ruhig in der Warteschleife. Viel Glück. Tschüss! Tschüss.